Hallo, ich bin Snežana Reimann, ich bin die Mama von der Maria Reimann, jetzt 13 Jahre alt, und sie wurde mir am 5.4.2017 vom Jugendamt München geraubt. Zuerst war das Kreisjugendamt Landshut zuständig für uns und die Frau Beata Cerasoni, die hat uns ein Hauswohnverbot gegeben. Dann sind wir ins Ausland gegangen, weil mir andere dazu geraten haben, und wo hätten wir denn wohnen sollen? Alles war voll mit Asylanten. Und dort, wir wurden dann von der Polizei gesucht in Deutschland nach der Vermisstenanzeige und nach der Anzeige wegen Entziehung Minderjähriger durch den Kindsvater, Herrn Zeller, zusammen mit dem Kreisjugendamt Landshut. Da war auch eine Frau Hans involviert, wegen Umgang. Wir sind aber nicht wegen Umgang weggegangen, sondern wegen dem Hauswohnverbot. Und dann wurde uns gedroht mit Interpol. Und wir kamen dann zurück am 24.12. Da war aber 24.12.16 war aber dann das Jugendamt München angeblich zuständig, die dann keine Kindeswohlgefährdung festgestellt haben im Gespräch von der Frau. Aber Frau Brückner, Gabriele Brückner, drohte uns sofort, dass wir München, Deutschland nicht mehr verlassen dürfen, sonst verfolgen sie uns. Und wir mussten uns dann mit Wohnsitz im Frauenobdach Karl 51 anmelden, weil uns ja die Polizei mit Wohnsitz vom Haus abgemeldet hatte am 15.12.16, was wir alles nicht wussten. Und auch die Gefährdungsmeldung vom Vater wurde mir nie mitgeteilt, außer dass das Haus einsturzgefährdet wäre, was aber nicht stimmt. Das beweist das Gutachten vom Juli 2016. Ich habe also dann mit ihnen zusammenarbeiten müssen, mit dieser, was ich auch gemacht habe, um das Kind behalten zu können. Es war aber von Anfang an die Inobhutnahme geplant, und ja, am 5.4.17 wurde sie dann in der Schule von 2 Zivilpolizisten in Obhut genommen. Da waren auch 2 Jugendamtsmitarbeiter dabei, die Leitung, ich glaube Frau Werner, weiß nicht, irgendein Doppelname, und die Frau. Und dann kam sie erstmal ins Kinderschutzhaus in München, und wegen weiterer Abklärung von der Gefährdung, weil ich könnte sie entführen, das Kind wollte weglaufen, kam sie dann ins Clemens-Maria Kinderheim in Putzbrunn. Im Juli dann auch, Juli 17, in eine Behindertengruppe, da hat sie § 35a seelisch behindert bekommen. Alles nur, weil dort mehr Personal ist, ich sie dort nicht entführen könnte. Ich habe seit 18.06.18 Umgangsverbot und seit 28.02.19 keine Telefonate, außer dann nach dem Fenstersprung meiner Tochter aus dem 1. Stock, wo sie fliehen wollte, das aber von K26 als Unfall abgetan wurde. Und da konnte ich dann zweimal mit ihr telefonieren, und im Krankenhaus war sie ganz anders, und dann war sie wieder sehr merkwürdig. Da hat es dann geheißen, ja, sie will mich nicht mehr sehen und sprechen, wieder dieses Totschlagargument. Ja, und ich will mein Kind zurück und ich vermisse es, und sie will auch zu mir zurück. Das hat sie auch im Krankenhaus immer wieder gesagt, und sagt sie der Richterin, der Frau Nicole Siebert, die mir damals am 31.03.17 das gesamte Sorgerecht bis auf Vermögenssorge entzogen hat und die auch für den Fall Sarah Wittmann zuständig ist, die ins Ausland geflohen ist wegen ihr und wegen vielen anderen Völkerrechtsverletzungen. Ich habe zwar jetzt eine Richterin, Frau von Harz, aber die hat bisher auch noch keine Amtsermittlung gemacht und keine Verhältnismäßigkeitsprüfung, genauso wie diese Frau Nicole Siebert, geboren 1969 im Dezember. Ich will mein Kind zurück, und ja, ich vermisse es, und sie mich auch.